Die letzten Jahre waren voller Abenteuer, neuer Orte und Eindrücke. Aber gerade sind wir deutlich langsamer unterwegs. Wir bleiben länger an einem Ort, kehren sogar an bekannte Plätze zurück. Der Alltag zieht ein, mit Routinen, festen Arbeitszeiten, einem etwas ruhigeren Rhythmus. Und trotzdem ist es ein anderes Leben. Auf kleinem Raum, flexibel, irgendwie freier. Heute nehmen wir euch mit in genauso einen ganz normalen Tag im Van. Einfach unser echtes Leben. Wir stehen hier genau an der Grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Und hier befindet sich quasi so ein neuer Industriepark, würde ich sagen. Vor 4 Jahren, als wir hier zum ersten Mal standen, gab es diesen Zirkel, glaube ich, noch überhaupt gar nicht. Da gab es noch einen ganz anderen Parkplatz direkt vorne an der Elbe, wo man stehen konnte. Aber den Parkplatz gibt es jetzt gar nicht mehr, sondern jetzt diese neue Schleife, wo sich jetzt wahrscheinlich so nach und nach Firmen ansiedeln werden. Aber noch gibt es, glaube ich, nur diese eine Firma hier im Hintergrund und der Rest ist alles nur Parkplätze. Und ja, wird für Boote, für Wohnwagen, für Wohnmobile, für Vans, gefühlt parken wir hier zwischen jeglichem Gefährt, was man sich vorstellen kann. Aber nicht mehr direkt mit Blick auf die Elbe, aber wir sind direkt an der Elbe und kurzer Fußweg. Wir können direkt die Aussicht genießen. Cheers! Darauf habe ich mich gestern Abend schon gefreut, weil statt diesem Parkplatz, den es hier gab, gibt es jetzt hier so eine schöne Wildblumenwiese und mittendrin sind diese herrlichen Chillstühle und ja, hier meinen Kaffee zu trinken. Das ist einfach einer der schönsten Morgenden seit langem. Ich bin noch fast niemandem begegnet. Es ist so still und ruhig hier. Nur die Vögel, Peppi und ich laufen hier jetzt so ein bisschen der Elbe entlang. Peppi wurde vorgestern geimpft, deswegen ist sie gerade ein bisschen schlapp eher noch. Irgendwie solche Sachen merkt man bei ihr doch ganz schön doll. Deswegen machen wir auch ein bisschen eher langsam, vor allem bei den heißen Temperaturen. Lieber morgens früh raus und dann über den Tag eher entspannt. Das ist richtig herrlich. Man könnte hier von Bank zu Bank tingeln und einfach mit Blick auf der Elbe den Kaffee genießen. Und das machen wir jetzt auch. In letzter Zeit kam dann doch häufiger die Frage, wann es für uns das nächste Mal wieder ins Ausland geht und wohin es geht. Es wurde auch schon mit Asien und also richtig weite oder ferne Ziele spekuliert. Und ja, im Hinterkopf spinnen wir schon auch auf jeden Fall Pläne und ich glaube, unsere Abenteuerlust ist definitiv noch nicht vorbei, aber aktuell ist genau wegen solchen Momenten und weil ja einfach irgendwie gerade 4 Herzen in unserer Brust schlagen, die Zeit hier so ein bisschen in Deutschland zu verweilen. Also einerseits das Herz, das Abenteuerlust verspürt und gerne weiterziehen möchte, andererseits das Herz, was viele Freunde und Familie sehen möchte und ja, dann auch irgendwie das Herz für Peppi, die auch sich, glaube ich, so ein bisschen nach Entschleunigung sehnt, auch wenn sie ein Abenteuerhund ist. Ich glaube, sie genießt doch sehr auch die Routine und
Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das 4. Herz war, aber in meinem Kopf waren es 4 Herzen. Aber ja, deshalb halten wir uns den Sommer auf jeden Fall hier in Deutschland auf und genießen es, mit dem Van mobil sein zu können und irgendwie Freunde und Familie besuchen zu können und jetzt wie am Wochenende einen Geburtstag mit einem sehr guten Freund feiern zu können. Das sind gerade die Augenblicke, die wir sehr genießen und ja, deshalb sind wir gerade mehr in Deutschland unterwegs. Aber wartet nur ab. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir können direkt los. Auto ist fertig vorbereitet. Arbeit ruft. Arbeit ruft. Viel zu filmen wir haben. Ahoi. Wir machen heute ein paar Aufnahmen für einen langjährigen Partner von uns. Der wird hier nicht im Vlog zu sehen sein, aber also den dürfen Sie dann quasi selbst benutzen. Und dafür geht es jetzt an den Elbstrand. Es ist ziemlich raus aus der Komfortzone, muss ich sagen, weil da auch jetzt nicht wenig Leute unterwegs sind. Filmen in der Öffentlichkeit ist ja immer so eine Sache. Wir sind es teilweise schon gewohnt, aber so explizit, wo wir dann vielleicht auch mehrmals einen Take machen müssen. Wish us luck, dass wir nicht so lange brauchen. Und dann, wenn ich im Wasser bin, kann ich dann mal eine Nahaufnahme machen. Schwimmen oder so wie immer. Tauchen. Ja. Jetzt mach das mal. Wir haben ja Während die Dampfer vorbeifahren, sollte man nicht im Wasser sein. Warten wir lieber mal. erledigt. Richtig cool, hat richtig gut geklappt. Nice. Haben jetzt knapp 3 Stunden gedreht, glaub, oder? Oh. So ungefähr. Wir hoffen, es ist was geworden. Wir werden uns jetzt gleich dran setzen, das schneiden. Sind hier unten am Elbstrand. Wir haben beide schon gesagt, einen besseren Arbeitsplatz könnte es einfach nicht geben. Es ist doch einiges los für einen Montagmorgen, aber es ist auch schönes Wetter. Das ist echt ein Traum. Deshalb hatten wir doch die ein oder anderen Zuschauer. Aber ja, haben sich auch gefreut, dass ich mehrere Mal ins Wasser gesprungen bin. Ja.
theoretisch ist eigentlich auch schon Mittagszeit. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen, ja, super aufwendig ist es nicht, aber es gibt ein Tofu-Rührei und Brötchen und das war's eigentlich schon. Vom Arbeitsplatz am Mittagstisch. Ist nicht weit weg. Und das ist auch 2 Tage alt, 3 Tage. Ja. Ja, voll. Richtig lecker. Tofu-Rührei mit Möhre, Zucchini, dazu Avocado, auf Brötchen. Perfekt. Läuft. Passt. Das ewig leidige Thema Internet. Wir packen zusammen und müssen oder fahren einfach wieder zu dem Platz, wo wir übernachtet haben. Da hatten wir guten Empfang. Da hoffen wir, können wir das Video hochladen, damit das abgenommen werden kann. Und ja, auch ich was am Laptop arbeiten kann, weil meine Arbeit oft mit oder wir mit dem Internet online verknüpft sein müssen. Und ja, dem Internet verknüpft. Ja, so ist es halt. Damit müssen wir jetzt uns einfach rumschlagen, solange wir hier sind. Wir gehen noch mal kurz 1, 2 Sachen einkaufen hier im Supermarkt, bevor wir auf den Platz fahren, weil ich glaube, wir bleiben da bis heute Abend und dann können wir dann später noch was kochen. Bis gleich. Was Gesundes. Sehr gut. Und so noch mehr. Da ist ungesund drin, oder? Ja, das verstehe ich. Sprudel und Apfelsaft. Ja. Soll ich noch Erdbeeren holen? Ja, das glaube ich ganz geil für Müsli. Okay. Die sehen gut aus. Nicht wenig. Nee. Das hast du 500 Gramm? Ja, aber sie hat mir 540 Gramm gemacht, weil ich so nett aussehe. Wie ein Glück. Marktverkäufer sind immer besonders nett zu mir. Ich weiß auch nicht warum. Freut sie sich. Los, Goes. Passiert am besten. Ja. Da hängt noch der Knopf. Knopf, den ich drücken kann. Wir sind mittlerweile echt happy, dass wir so eine extra Powerstation haben. Die Sonne scheint zwar und unser Solarpanel lädt unsere Versorgerbatterie auf und es funktioniert auch alles mega, auch mit dem Wechselrichter, mit unseren Laptops, aber gerade um so Kamera-Akkus oder Akku für unseren Staubsauger zu laden, ist die Powerstation viel schneller, weil die beim 12 Volt Auslass auch 100 Watt hat. Und dann können wir Kamera-Akkus, wenn wir jetzt heute Morgen so viel drehen und viel verbrauchen, können wir die viel schneller wieder aufladen. Wenn du dich nicht in meinen Hotspot zeigst.
Cheers! Podcast Time. Die Zeit ging vorbei wie im Flug am Laptop. Und jetzt nehmen wir noch einen Podcast auf. Und weil es warm ist, gibt es für mich eine Eislatte. Und Basti bekommt was? Frage mich auch. Apfelschälchen? Nein. Eist Apfelschorle. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Zweimal um die Welt. Euer Lieblingspodcast in Sachen Vanlife, Reisen und bizarre Geschichten aus unserem Alltag, der ja seit kurzem wieder im Van stattfindet. Oder jetzt auch schon wieder seit ein bisschen längerem eigentlich. So kurz ist es jetzt schon wieder gar nicht mehr. Die Zeit rennt. Podcast ist im Kasten. Und jetzt haben wir ganz schön Hunger. Es ist aber irgendwie echt noch dolle warm. Wir fangen trotzdem schon mal an vorzubereiten. Und wenn ich alles da habe, gibt es auf jeden Fall gleich Knödel aus dem Omnia mit Salat. Slapstick. So viel Platz nur für Podcast. Da kommt noch ein neuer Nachbar. Wir haben nämlich ein bisschen altes Brot noch über. Und da draus machen wir jetzt Knödel. Zwiebel. Petersilie. Ein schönes großes Stück Butter. Und ab damit auf den Herd. 3 Eier. Milch wird auch einmal aufgewärmt. Pfeffer. Salz. Muskatnuss. Und damit die ganzen Aromen aus dem Topf auch da drin landen, die warme Milch in den Topf ausschwenken. Rein damit. Das lassen wir jetzt ein bisschen durchziehen. Je nachdem wie trocken das Brot ist, kann man noch ein bisschen mehr Milch oben drauf packen, dass es einfach so eine homogene Konsistenz hat. Und nebenher machen wir jetzt noch den Salat. Und falls ihr euch fragt, warum ich so orange-rot bin, wir haben uns einen kleinen Sonnenschutz gebaut aus unserem Vorhang. Die tiefstehende Sonne bringt am meisten Wärme in den Van. Tutti caputti. Hallo. Basti schneidet den Podcast fertig. Knödel sind im Ofen. Ich habe einen bunten Salat vorbereitet. Das liebe ich am meisten. So bunt wie möglich. Erdbeeren, Mais, Avocado, Paprika, Gurke, alles mögliche, was so geht. Und ja, jetzt warten wir eigentlich nur noch, bis die Knödel fertig sind. Und dann gibt es Abendessen. Die Sonne geht schon ein bisschen runter. Ich hoffe, sie wartet noch ein bisschen, bis wir gegessen haben. Und dann gehen wir nachher nochmal vor an die Elbe. Podcast ist fertig. Knödel ist fertig. Sonne geht so langsam unter. Und wir essen jetzt erstmal was. Bon Appetit! Mega lecker. Also niemals altes Brot wegwerfen. Guten Appetit.
Wir drehen jetzt noch eine kleine Runde mit Peps. Nicht zum Sonnenuntergang, aber dafür zum Mondaufgang. Haben uns einen kleinen Nachtisch mitgenommen und suchen uns eine nette Bank. Jetzt ist das Wetter und die Temperatur sowieso am angenehmsten. Ich dachte auch für dich. Oh, das ist gemein, ne? Das ist voll gemein, ey. Du kriegst gleich auch noch was. Gute Nacht, Kevin. Schlaft gut. Nee, wir schlafen, ihr nicht. Komm. Das war's für diese Woche. Es war kein krasses Abenteuer. Es war kein langer, großer Roadtrip irgendwie. Einfach nur ganz normaler Alltag, Arbeitsalltag aus unserem Van, den wir hier so auf unseren kleinen Quadratmeter leben. Und es hat sich diese Woche einfach so ergeben und wir dachten, wir nehmen euch einfach mal mit in so einen klassischen Alltag, wo wir ja Kundenaufträge machen, wo wir arbeiten, wo wir Struggles haben. Und mich würde tatsächlich mal interessieren, zeigen andere Kanäle das auch? Oder läuft so Alltag meist unterm Radar ab? Oder zeigt man nur nicht nur die schönen Seiten, sondern oftmals nur die krassen, dramatischen Seiten, sei es schlecht oder gut, aber so der normale Alltag. Das würde mich mal interessieren, schreibt das mal unten in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Abo natürlich nicht vergessen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Daumen nach oben sowieso, das unterstützt unsere Arbeit. Und das Emoji der Woche ist ein Van. Einfach mal für den ganz normalen Vanlife-Alltag. Genau, und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche mit oder ohne Glanzmomente. Das werden wir sehen. Ich bin mir aber sicher, dass wieder das ein oder andere Abenteuer bevorsteht. Es soll ja heiß werden die nächsten Tage, deswegen müssen wir mal gucken, was wir da machen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Danke. Ende.